Mit der 40-jährigen Jubiläumsedition sind nun auch endlich Helikopter im Microsoft Flight Simulator gelandet. Viele User berichten nun, und mir ging es da ganz genauso, von unkontrollierbaren Situationen mit genau diesen Fluggeräten. Es gibt also Redebedarf. In diesem Video zeige ich euch, wie ich das Ganze in den Griff bekommen habe, um auch mit den Helikoptern ab sofort Spaß zu haben. Wenn dir dieses Video gefällt oder vielleicht sogar bei Datenproblemen geholfen hat, dann würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben und ein Abo freuen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf Andiana TV. Wir sind in diesem Video unterwegs auf der Xbox Series X und steuern ausschließlich mit Controller. Die Helikopter findet ihr entweder über euren Hangar in den Einstellungen oder wenn ihr hier auf die Weltkarte geht, in die Flugzeugauswahl und hier ein bisschen vorfiltert, denn ihr könnt hier natürlich auch nur die Rotorflugzeuge anzeigen und dann seht ihr hier auch schon die beiden neuen Helikopter. Das Ganze könnt ihr natürlich ganz bequem filtern, zum Beispiel auch für die Segelflugzeuge. Aber die werden eventuell mal in einem anderen Videothema. Wir schalten zurück auf die Helis. Hier angekommen gibt es zwei Modelle, einmal den Bell 407 und einmal den Capri G2. Wir entscheiden uns jetzt hier einfach mal für den ersten. Als Location gehen wir jetzt hier einmal auf den Flughafen LSZR in Altenrhein, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Was jetzt ganz und entscheidend wichtig ist, ist, dass ihr im Hauptmenü bereits in die Einstellungen reingeht, und zwar in die Optionen, in die allgemeinen Optionen und dort dann auf Flugmodell. Und hier ist jetzt ganz wichtig, dass das Ganze nicht auf modern, sondern auf klassisch steht und die globale Voreinstellung auf realistisch. Das Ganze dann einmal noch abspeichern, auch ganz wichtig. Und rein in die Simulation. Ganz entscheidend, stellt das Ganze bereits im Hauptmenü um und nicht erst an diesem Punkt hier. Ihr gelangt zwar auch jetzt noch an den gewünschten Menüpunkt, eine Veränderung bringt jedoch keinerlei Auswirkungen mit sich. Und siehe da, plötzlich lässt sich der Helikopter steuern. Ja, Helikopter sind anders zu steuern als die bisherigen Fluggeräte, die wir im Microsoft Flight Simulator standardmäßig hatten. Fakt ist aber auch, es ist kein Hexenwerk und keine Zauberei. Jeder kann einen Helikopter steuern. Da bin ich fest von überzeugt. Essentielle Voraussetzung ist aber ganz einfach, dass die Voreinstellungen stimmen. Klar, es braucht ein bisschen Übung, wie jedes andere Modell auch, aber lasst euch nicht einreden, dass ihr das nicht könnt. Und ja, selbstverständlich funktioniert das Ganze natürlich dann auch bei beiden Modellen gleichermaßen. Sobald ihr im Hauptmenü, ganz wichtig, im Hauptmenü diese Einstellungen vorgenommen habt, könnt ihr beide Modelle ohne Probleme fliegen. Ich für meinen Teil hatte tatsächlich noch nie die Notwendigkeit, in diesen Einstellungen etwas zu verändern. Wichtig ist natürlich jetzt, behaltet das Thema im Auge und im Hinterkopf, denn sobald ihr wieder auf andere Fluggeräte umsteigt, kann es natürlich sein, dass ihr wieder zurückstellen müsst. Also behaltet diese Funktion am besten auf dem Schirm. Ja, neue Inhalte im Flight Simulator sind doch immer Spaß und Herausforderung zugleich. Gerade das 40-jährige Jubiläumsupdate nimmt da nochmal eine ganz besondere Position ein, aufgrund der Vielzahl an Inhalten, die mit integriert wurden. Wichtig ist, auch in schwierigen Situationen möglichst entspannt zu bleiben und auch im Rahmen einer Community vielleicht nach Lösungen zu suchen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich es nicht versäumen, nochmal auf meinen Discord-Server hinzuweisen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Dort existiert eine wachsende Community, die sich bisher noch aus jeder Situation heraushelfen konnte. Wer möchte, kann sich das sehr gerne einmal näher angucken. Insofern du Ergänzungen oder Fragen zu diesem Video hier hast, dann nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn dir selbiges gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lass mir auch gerne ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder Community-Events sehr gerne wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ich bin raus.